Die Abonnenten, die Community ist echt die beste, Alter. Schickt dir mir eine hier. 2025, feste Beziehung mal sehen, Monogamie. Ich heiße zwar nicht Alice, aber ich suche trotzdem meinen Urs. Oh, herrlich. Mit diesem herrlichen Wetter und dieser herrlichen Nachricht und hoffentlich guter Laune von euch heißen wir euch herzlich willkommen zurück. Und zwar heute aus der Innenstadt High Bronx, aus der Bronx direkt. Und wir treffen gleich meinen, wie ich jetzt mitbekommen habe, fast Nachbar. Einer der stärksten, wenn nicht der stärkste Mann in Deutschland. Mit Leonidas, treffen wir uns jetzt erstmal auf ein Käffchen und dann wird der junge Mann auch mal ins Ästhetik-Atelier verfrachtet und wir trainieren zusammen. Ist lang schon überfällig. Wir werden ihn noch fragen, was aus der Fress-Challenge geworden ist und vieles mehr heute auf jeden Fall in dem Video. Was machen wir eigentlich mit dem Gendern? Gendern wir weiterhin? Nee. Ja, nee, Digga. Wir haben jetzt einmal gegendert und damit unseren Soll erfüllt. Fürs letzte Video haben wir unseren jährlichen Soll an Gendern erfüllt. Ich habe den Soldat schon gesehen da hinten. Ja, Du Soldat, du. Ja, wie geht's, Alter? Ja. Alter, ihr freshen Typen, ne? Markus, alles gut? Alter, das ist voll anderes Stil, Mann. Ja, Bärtchen hier auch mal so. Ich mach so die Reverse-Style, weißt du? Ja, ohne Scheiß. Alle im Sommer rennen jetzt in. Und ich habe mir gedacht, Ich bin auch immer Fan davon. ich mache jetzt einfach genau das andere. Du bist ja jetzt mit mir unterwegs. Alter, geil. Extra. Du musst ja für uns beide essen. Und du musst schon trainieren. Weil, wenn wir uns wieder begegnen, dann ist er fällig. Als ich neulich das Video gesehen habe, erstmal, das waren niemals 1800. Jetzt kannst du gleich mal 2 rechnen, Ein Alter. bisschen mehr haben viele geschrieben tatsächlich. Ein Ticken mehr war es. Danke. Aber vor allem Respekt, dass du da noch nach trainieren bist. Weil bei mir ist es dann so, ich habe dann so eine Einstellung, scheiße auf alle Seite. Und Training habe ich gar keinen Bock mehr. Ey, wir mussten auch gut kontern mit Koffein. Ich hab's gesehen, ja. Weil Einfach 5 das Scoops. schlägst du schon ein, das ist schon hart. Das ist aber mit Mandelmilch. Ich hätte eigentlich einen normalen Er wollte Eislatte. auch Eis Genau, Latte. Eislatte. Nee, Aber Eis Matcha ist auch, ich nehme auch Eis Matcha. Passt. gut, ist kein Protein-Muffin, aber der ist schon saftig. Urs hat gemeint, beim Dunkin' Donuts gibt es richtig geilen Kaffee. Ja, das meinte meine Freundin, dass es besser ist. Und das müssen wir natürlich rausfinden. Noch eine zweite Runde. Und der ein oder andere Donut wird bei dir wahrscheinlich auch noch reinfliegen. Das kann passieren. Hat ein Vögelchen gezwitschert. Was ich vorhin aber noch sagen wollte, als ich dich beim Frühstücken gesehen habe, bei deinem letzten großen Mal in der Offseason, ne? Da ist mir so klar geworden, scheiße Mann, wir sind gleich. Also ich glaube, es Geil, Alter. wenn wir wirklich auf Leben und Tod essen würden, ich weiß nicht, ich glaube es wird wirklich ein 50-50 Ding. Das müsst ihr am Ende des Jahres machen. Ja, das müsst ihr am Ende des Jahres machen. Ihr habt's. Was kosten? Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt sehr mäßig, ne? Ja, das ist geil. Schmeckt Ja, gut? guck mal, ich hab seine Diät sabotiert hier. Ja, oh, scheiße. Ich glaube, das macht er schon Ich hab einen selber. Schluck Rohmilch getrunken. Ist gut? Ja, ist lecker. Auch mal kosten? Okay, Markus. Schönes Ding. Also das sind Freunde, die kennst du wahrscheinlich nicht. Kennt Den man, Freund ja. kennst du. Den kennst du auch. Wo ist er? Ja, das ist Dennis Reinhold. Was? Ist zu breit. Ja, er lebt den Traum, das muss man schon sagen. Ne? Also, welcher junge Sportler träumt nicht davon, sein eigenes Gym zu haben? Und dann nicht nur sein eigenes Gym, sondern sein eigenes Gym, sag ich mal. Du läufst halt rein und es ist alles so auf dich perfekt ausgerichtet. Das Geile ist, du kannst die Gewichte auch dran lassen. Das ist, ja, klar. Und jedes Mal, wenn du dich ans Gerät setzt, ist es die Einstellung, wie du
das Gerät auch verlassen hast. Also es geht eigentlich gar nicht personalisierter auf dich. Also jetzt stell dir vor, es darf nur ein einziges Gerät sein. Welches wär's? Alles andere muss raus. Dann schon die Deadlift-Station. Ist das eine neue irgendwie, was ist das? Deadlift? Ja, nee, weil da kann ich Kreuzheben machen, Rudern machen, Schulterdrücken machen, Bizep-Curls machen. Oh, multifunctional. Weißt du, was ich meine? Oder, nee, multifunctional, jetzt wo du sagst. Hybridathleten. Jetzt wo du sagst, Alter. Das Ding. Ja, das macht schon mehr Sinn. Da kannst du alles dran machen. Ja. Und Beine müssen wir eh nicht trainieren. Wobei, das könntest du sogar auch so Ausfallschritte machen, ja. Das habe ich neulich bei dir auch in der Story gesehen. Bisher habe ich so eine Bank tatsächlich nur in einem einzigen Studio auffinden können. Das war das Powerhouse in Stuttgart. Weil normalerweise, nee, nicht genau die, sondern ähnlich. Halt, wo du halt wirklich hier so ein schmales Polster halt an den Schultern hast. So eine halbe Niere gekostet, das Ding. Das ist, sieht mir sehr nach Armwrestling auch aus. Ja? Wofür Ich trainiere heimlich. Wofür ist das? Das sind, du hast einfach eine bessere Supination, wenn du damit curlst zum Beispiel. Okay, krass. Oder auch wenn du Flies machst. Ja, Das merkst du ja, wie geil das in der Hand liegt. So. klar. Ich meine, nicht nur fürs Armwrestling, sondern auch so generell zum Greifen. Ich habe tatsächlich bisher eine Sache noch nicht gesehen. Ja? Waden. Waden, ja. Und ist es immer noch das Ding, dass du keine Waden trainierst? Immer noch. Nach wie vor die Streak. So ein Drecksack, Alter. Die Streak bleibt, Rudi. Und theoretisch aber kannst du ja Waden überall machen. Ja, schon. Also, weiß ich nicht. Außer so eine Donkey-Wadenmaschine oder so eine sitzende. Ich meine, da kannst du Waden in der Hackenschmidt machen. Aber äußere gern auch Kritik, gell? Oder was dir fehlt oder worauf du Bock hast, weil ich... Das ist, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, dann wäre das so Meckern auf höchsten, also was Ja, würde- aber ist ja zu Recht, weiß ich nicht. Mir ist ja wie heißt die Hip Thrust, ist mir so ein Dorn im Auge. Die habe ich auch nur aus Liebe zu meiner Freundin gekauft. Ja. Weil ich halt gar nichts damit anfangen kann. Weil mein Arsch ist so fett wie der von Beyoncé. Und das ohne BBL. Deswegen. Und nimmt viel Platz ein. Aber was man nicht alles macht. Die Dame des Hauses. Achso, deswegen ist die Hip Thrust Maschine auch so im letzten Teil vom Raum irgendwo. So. Geh ins Eck und schäm dich. Also da kommen jetzt ein paar Sachen noch rein. Das hier Infrarot. Weißt du, was witzig ist? Ich habe die gleiche zu Hause. Das ist geil, gell? Ja. Das ist so geil. Ich finde das so morgens oder ein paar Mal die Woche, weil es nicht so Nervensystem beanspruchend ist wie jetzt so eine finnische Sauna oder so eine richtig heiße. Ist ganz geil. Hier, wo du Ozon angesprochen hast, hier kommt so eine Kapsel noch hin, tatsächlich, wo du dich so reinlegst. Thailand. Wo mit so Druck gearbeitet wird. Ja. Das ist ein Kältebecken. Hier kommt noch so ein Massagestuhl hin mit IV-Drip, also mit so Das ist schon Infusion, So. weißt du, mit so Glutathion, NAD, Vitaminen und so. Das merke ich auch immer, das bringt auf jeden Fall viel. Und ja, hier drin ist alles auf Erholung ausgelegt. Also jeder andere hätte sich wahrscheinlich das Studio so eingerichtet, wie er es haben mag und braucht, aber gar nicht auf Sachen wie Recovery geachtet. Und das finde ich geil, dass du das auch noch drin hast. Ja, aber ich habe ja schon Inspiration bekommen. Guck mal, letztes Jahr war ich in Kuwait für die Vorbereitung. Hab das Oxygen Gym gesehen und dachte mir auch so gut, die haben unten im Keller irgendwie Ausdauerbereich, dann haben die Recovery so auch einen extra Bereich. Und ich dachte mir so, okay, auch das Revive Gym in Florida, ich weiß nicht, ob du, nee, du warst noch nicht dort, gell? Ja, aber da ist genauso. Und da dachte ich mir, hey, das muss ganzheitlich, muss alles drin sein. Drüben der Posing-Raum auch noch, hier Cardio und alles. Den Stairmaster feiere ich auch mega. Ja. Ich habe mal überlegt, mir einen für zu Hause zu holen. Da musst du aufpassen. Das Ding ist, meine Decke ist genauso hoch, dass ich gerade so mit dem Kopf dann daran schleife. Und dann macht es keinen Bock, weißt Ich du. habe die einen ganze Zeit- Kollege, Alter, der hat sich an eingestellt, aber der muss immer wieder Nee, Klöckner das von macht keinen Notre Dame. Spaß, Alter. Das macht gar keinen Bock. Deswegen war cool hier, dass man so, das ist jetzt der Stairway to Heaven. Ey, du bist auch so ein Tatsächlich. Stairmaster-Freak, wa? Ich feiere es extrem. Ich auch. Weil ich halt das einzigste Cardio-Gerät, wo ich meine Herzfrequenz richtig hochkriege. Ja.
Als ich in Los Angeles war ich auch immer so um 5:30 Uhr morgens im Gold's Gym. Und es ist so geil, weil du hast dann so links, da machen die das Tor dann irgendwann auf, so um 6:30 Uhr. Stimmt, ja, genau. Und dann kommen da so die Sonnenstrahlen rein und dann hast du so viele unterschiedliche Charaktere in dem Gold's Gym. Also du hast einfach Kino dann da immer gehabt, jeden Tag. Das war schon richtig geil. Ich finde halt aber auch wichtig, wenn man sich so ein eigenes Studio macht. Ich meine, die meisten kriegen halt, oder mitunter habe ich ja auch viele Angebote bekommen, so von Geräteherstellern. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ich mache mein eigenes Studio, wird es dir wahrscheinlich auch passieren. Und da halt wirklich zu sagen, ey, nee, ich mache das nach meinen Bedürfnissen und wie das mir gefällt und investiere halt echt viel Geld, ohne die Abstriche zu machen. Aber da denke ich, merkst du auch so den Unterschied zwischen wirklich Profisportler und jemandem, der einfach ein geiles Home-Gym optisch haben will. Weil wenn du da jeden Tag trainierst, dann brauchst du auch deinen Spaß und vor allem, es muss halt auch seinen Nutzen haben. Ja. Weil ich könnte zum Beispiel, gut, ich bin ja gezwungen, so, weil ich habe kein Home-Gym wie du. Ich bin ja gezwungen immer an den gleichen Geräten zu trainieren, aber wenn man schon die Wahl hat, sich das auszusuchen, dann würde ich auch sagen, ich nehme mir immer so die Schmuckstücke von hier und da. Voll. Perfekt auf mich angepasst. Eben, du kannst es ja auch also rat mal, warum die Rücken-Area so groß ist und so viele Armmaschinen hier drin stehen und für Schulter tatsächlich nur eine Seithebemaschine drin ist. Ich habe nicht 5 verschiedene Schulterpressen. Warum? Weil ich es nicht brauche, weil, keine Ahnung, ich mache Schulterpresse an der Multi oder mache Kurzhantel Schulterdrücken, 2 Sätze die Woche und das reicht für den Anteil der Schulter sozusagen. Dementsprechend, kann man das wirklich so krass individuell an sich anpassen. Das ist schon richtig geil. Oh, die fühlt sich aber geil an. So sollten ein paar Mal sagen, Brudi. Also du dir das mal vorstellst, die Mucke knallt, du trainierst hier, du kommst irgendwann so in deinen Film rein, weil du gar keine Ablenkung hast. Du bist nur mit dir selber beschäftigt. Schon geil. Stell dir vor, ja. Und dann bist du das ist wie in einem Guss, das Training. Du knallst es so durch, du flowst durch, hast einen guten Pump und keine Ablenkung. Ja gut, aber da können ja gar keine heißen Mädels zugucken. Ja, ist doch scheißegal. Ja, mir wäre das schon wichtig. Warum hast du denn die Russin gerade nicht angesprochen bei Starbucks, Mann? Ja, weil ihr die schon angesprochen habt. Nein. Hä? Wir haben einfach nur bestellt. Die hat Auge auf dich gemacht. Auf ihn? Nee, auf uns. Auf jeden Fall nicht auf mich. Ich weiß, wer später nach dem Dreh noch vorbeifährt. Ich hätte gerne nochmal 5 Venti. Ja. Nach dem 5. traust du dich dann. Kann man halt beidarmig machen oder einarmig. Ist ja auch ganz geil, wenn du dann hier den Griff oben in die Mitte packst. Dann kannst du schön hier so gerade runterziehen. Aber ich habe heute Bock, lass die beidarmig machen, oder? Dein Training ist wichtiger. Du sagst jetzt, wie du es willst, wir machen es. Ich, Wie sagt der eine von den Rollis? Kann man machen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Okay, er hat sich für einarmig entschieden. Ja, einarmig ist schon gut. Beidarmig kannst du so zum Auspumpen machen. Das Oberteil ist jetzt noch, ich sag, das ist am Ende komplett full. Ja. Komplett nass. Das ist das Geile auch. Aber das muss auch so sein. Ja. Eigentlich brauchst du so ein, da gibt es auch diese Shirts, das kann man erst lesen, wenn es verschwitzt ist. Stimmt. Ja. Erst ein gutes Workout, wenn du mich lesen kannst. Mäßig. Da kommt schon Pump. Der gute Kang Pump Pro. Mach du auch links. Zug.
froh, dass du so schwer bist gerade. Ja. Weil diese scheiß Pause, ich brauche die gerade auch richtig. Ich bin so... Das wollte ich eigentlich davor sagen, bevor wir hier... Geil. Ich habe so schon richtig Bammel gehabt, dass du so tak, alles durchziehen willst. Da fehlen noch 10 Kilo. Du brauchst noch ein bisschen Luft. Da fehlen noch 10 Kilo. Ihr seid relativ gleich vom Gewicht, ne? Ja. Du bist 127 oder so? Ne, 128, 490. Du bist 130. 130. Ja, das ist, der fühlt er mich. 100%, ja. Ja, aber ich hoffe, dass mal so zu hören kriegst, so, ja, du schnaufst ja so. So, ja, Alter. 130 Kilo. Du bist ja auch sportartspezifisch unterwegs. Ja. Wäre ich jetzt Ausdauerathlet, dann wäre das ja eine andere Sache, ja. Aber ich meine, wir trainieren ja spezifisch auf eine Sache hin, auf Kraft oder auf Optik, auf maximale. Aber es ist schon geil eigentlich, wenn ich überlege, das kommt auch nicht vor, dass man so den ästhetischsten Mann und den stärksten Mann Deutschlands in einem Raum hat. Das ist schon krass, Alter. Können wir nicht noch irgendwas für mich sagen? Den schwulsten Mann? Jawohl. Das ist schon interessant, weißt du, dass mit der Schulter, dass du das so korrigiert hast, was das dann wieder ausmacht. Ich dachte schon, ich weiß eigentlich alles wegen ChatGPT, was Trainingslehre angeht, aber du lernst immer was dazu. Ja, das ist halt, ChatGPT ist leider in Persona nicht da. Ja. Deswegen. Ich finde auch immer theoretisches Wissen und praktisches Umsetzen sind auch zwei verschiedene Pantoffel, so, keine Ahnung. Ich meine, man sieht ja heute an den ganzen Science-Based Coaches, die dann... Findest du mittlerweile so diese... Findest du krass? Diesen einen Satz pro Übung? Ja, nee, Alter. Also ich trainiere jetzt seit 14 Jahren und das stimmt zwar schon, dass je mehr Trainingsjahre du auf dem Buckel hast, oder eine Sache macht ja Sinn, je öfter du die wiederholst, du den Muskel besser triffst und dementsprechend weniger Sätze brauchst, um den kaputt zu machen oder halt zu reizen. Aber ich würde mir immer noch nicht anmaßen, nach 14 Jahren Training wirklich mit einem Satz den Muskel zerstören zu können. So. Und keine Ahnung, es macht auch also macht's Bock, weiß ich nicht. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Scheiße, ja. Fehlt mir noch irgendwas. Ja. Also 2 brauche ich schon. Weißt du, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also es gibt, glaube ich, immer so 2 Seiten. Einmal die Partei, die wirklich daran glaubt und sich daran hält, weil es Sinn macht. Dann gibt es aber auch vielleicht so ein bisschen die Gemütlichen, die einfach eine Ausrede suchen, weniger zu machen. Und ab dem Punkt macht das Science-Based Training für mich absolut gar keinen Sinn mehr. Weil den Arsch musst du dir so oder so aufreißen. Ja, ja schon. Darum geht es ja auch. Und keine Ahnung, ich meine sogar auf dem Level, wo wir jetzt, sag ich mal, unterwegs sind und wo es mittlerweile ja der Job ist sozusagen, wir hatten es erst gestern davon, ist ja auch so, dass dein Training, es muss ja trotzdem, der Kern ist ja Spaß. Es muss ja trotzdem Bock machen. So, und deswegen bin ich auch immer so ein paar Wochen mit dem Trainingsbuch unterwegs und schreibe mir das auf. Und dann noch ein paar Wochen ohne, weil ich mir auch oft einfach denke, ey Mann, jetzt hast du schon so einen Ernährungsplan daheim, du durchdenkst deinen Tag so, wie er optimal laufen würde. Dann im Training auch wieder so dieses ultra genaue, das macht dann irgendwann keinen Bock, weißt du. Und soll ich jetzt nur, weil Leon da ist, heute sagen, nee, also wenn du mir spottest, 2 Wiederholungen mehr, die mache ich jetzt nicht, weil dann ist es ja nicht so, dass ich es
nachvollziehen kann nächste Woche, wenn ich selber wieder trainiere. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So die Trainingsgewichte bei seinen Main-Übungen hat man eh im Kopf. Also ich weiß, wie viel ich drücken kann, wie viel ich ziehen kann, wie viel ich an jedem Gerät hier ungefähr machen kann. Dementsprechend, ja, ein bisschen weniger verkopfen, oder? Oder was ist dein Take dazu? Ja, same. Vor allem ist es auch ein Stück weit Selbsteinschätzung. Und du musst ja auch wissen, was geht und was nicht. Und das kommt ja dann auch mit der Zeit. Aber ich bin da voll bei dir. Ich sehe es ganz genauso. Du bist ja noch einer der wenigen, der noch so anders trainiert, sag ich mal. Was ist denn anders? Ja, jetzt nicht den Upper-Lower-Split mit niedrigem Volumen und hoher Frequenz. Nee, wie gesagt, ich bin da echt bei dir auch. Es muss irgendwo Spaß machen. Und wenn du einen Plan hast, mit dem du gut fährst, ja, dann sehe ich auch nicht einen zu ändern. Ganz einfach. Klar, man kann immer Sachen optimieren, aber wenn dann der Spaß dabei langfristig flöten geht, ja, dann nehme ich. Guck mal, es gibt ein geiles Sprichwort. Du gehst auch nicht in die Bar, wo das Bier am besten schmeckt, sondern du gehst in die Bar, wo die Atmosphäre am geilsten ist. So ist es im Training auch. Ja, und vor allem auch, ich meine, ich denke da zurück so, man kann ja irgendwo noch ein Argument dafür finden, in dem Stadium, wo man jetzt ist, so, wo man wirklich alles rausholen will, dass man das Training so optimiert, um alles wirklich aus dem Wachstum rauszuholen. Aber wenn ich dann so Leute mit 14, 15 sehe und ich an meine Zeit zurückdenke, wie wir einfach Friday oder freitags den Deadlift Day hatten, wo wir ja wirklich 3 Stunden, liebe Grüße an Dave, Poldi, meine Kollegen, die wissen es auch noch, wo wir wirklich einfach den ganzen Tag irgendwie Deadlifts gemacht haben und irgendwie manchmal 4 Stunden im Gym waren und dann halt mal 10 Minuten nichts gemacht haben, dann wieder was gemacht haben und anschließend fressen gegangen sind. Ja. So, das war noch so richtig Spaß. Ja, weißt du? Und am Ende noch irgendwie 5 Sätze Curls hinterher, weil es einfach geil war. Ich finde das so geil, wenn du das so erzählst, weil irgendwie trifft man sich dann also insgesamt alle, also bei dem gleichen Punkt. Das war nämlich bei uns genau das Gleiche. Ja, du hast halt angefangen und du warst früher teilweise auch 4 Stunden im Gym, weil viel halt auch viel hilft. Ja, du hast gerade gefragt. Und irgendwann, ja, dann kommst du halt an so einen Punkt, wo du merkst, es geht vielleicht auch anders und ein bisschen optimierter, aber es ist schon interessant auch zu hören, dass er auch so trainiert hat, ne? Ja, man muss ja auch sagen, das macht ja das Mindset auch aus. Irgendwo muss man ja lernen, intensiv zu trainieren. Und genau so was passiert halt in den ersten Jahren, sag ich mal. Und sozusagen mit der Schule, mit der du groß wirst. Ich bin Gott sei Dank auch mit so richtigen Oldschool-Bodybuildern um mich herum aufgewachsen, die halt immer irgendwie so hart trainiert. Weißt du, was ich vor allem auch wichtig finde, seinen eigenen Weg zu gehen? Weil wenn ich mir so, wenn ich so erzähle, dann klinge ich so altbacken. Bin ich ja gar nicht. Und ich bin auch nicht so, ich gehöre auch nicht zur alten Schule, aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass jeder so seine Erfahrungen machen muss, um zu verstehen, was überhaupt was bringt und was funktioniert. Und wenn du halt von Tag 1 schon anfängst mit einem vorgefertigten Plan von, keine Ahnung, selbsternannten YouTube-Coaches, dann ist es schwierig, so seine eigene Mitte zu finden und zu verstehen, wie das überhaupt alles funktioniert. Oder? Oder siehst du das anders? Ich sehe das ähnlich. Ich sehe das dahingehend ein bisschen anders, dass so ein grundlegender Plan mal nicht schlecht ist. Einfach zu wissen, okay, was geht jetzt ab? So irgendeine Guideline, die man halt verfolgt. Aber dann nicht Angst haben darf oder nicht den Zwang haben darf, mal nicht davon auszubrechen. Wenn es dann irgendwie heißt, so, jo, lass mal alle freitags treffen oder nächsten Montag und Beine holzen. Und du dann sagst, ja, aber auf meinem Plan steht, Beine sind nur mittwochs. Weiß ich nicht. Sehr gut. Ja. Auf. Jawohl. Sag mal, Leon, passt das überhaupt, Rücken, Bizeps bei dir, oder hast du zufällig gestern schon Rücken und Bizeps trainiert? Nee, vorgestern. Aber ja, es ist jetzt nicht optimal, aber ist auch egal.
wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, hier die Maschine auszuprobieren, mit einem geschenkten Gaul. Da bin ich gespannt, was du sagst. Ich auch. Das ist die Prime Row. Da hast du halt hier 3 verschiedene Spannungskurven sozusagen. Ja. Und hier oben hast du halt in der Dehnung am meisten Zug. Das ist das Neutrale und hier hast du in der Kontraktion. Aber wir beladen im ersten Satz eher die neutrale Position, also einen normalen Zug. Und im zweiten dann die gedehnte. Und du wirst gleich merken, was ich sage. Wenn du es rausziehst, dann ist hier am meisten Last. Mhm. So eine ähnliche Maschine habe ich mal in Espen probiert vor einem Vierteljahr. Okay. Damit kam ich gar nicht klar. Hatte auch so 3 unterschiedliche Spannungskurven. Wir hatten mal so eine Brustpresse in diesem ESN-Gym in Hamburg, Ja. die auch diese 3... Genau. Stimmt, ja. Mhm. Merkst du, hinten ist leicht und hier ist der Zug, hier ist der Zug richtig. Oh, das ist geil, Alter. Ja, hier ist richtig rein. Schau, Digga. Oh, wie meine Hand hier verschwindet. Halt das Schulterblatt hier so. Es geht bei Leon richtig gut ums Polster rum sozusagen. Ich schwöre es dir, Urs. Ich habe noch nie an so einer guten Maschine trainiert, die so die Rückenmitte trifft. Es gibt T-Bars, die sind geil. Aber das ist genau die Nuss, die du da treffen musst. Genau. Das Das ist geil, Alter. Tja, ich weiß jetzt, wo dein Studio ist. Ey, das wollte ich eigentlich am Heute oder morgen früh kommt so, ey Urs, ich muss heute Rücken trainieren. Das wollte ich eigentlich am Ende vom Video machen, aber du bist jederzeit herzlich willkommen. Das ist sehr lieb, Mann. Danke Also, dir. ich lasse ja auch nur Leute rein, wo ich weiß, hier ist Knallgas. Knallgas, Weil ja. die nächsten 20 Wochen. Der Dennis trainiert ab und zu hier halt auch IFBB Pro so und trainiert richtig hart. Ach, der kommt auch hier aus der Ja, Umgebung. genau. Und ich will hier so, wenn Leute hier so pumpen, du kannst hier dann durch auch rein, wenn du willst, aber so, weißt du, was ich meine? Guck mal, vor allem so. Leute, die das auch mit das Training mit Respekt und mit Dingen das wollte ich behandeln. sagen. Vor allem so, wenn du die gleiche Energie hast, Ja, genau. dann ist das überwichtig. krass. Deswegen, ich lade hier auch nur Leute ein, wo ich weiß, die Energie ist da und die sehen fühl ich. Training so wie ich. Bei manchem hast du im Gym, so im normalen Local Gym, so Leute, die sind so fast am Einpennen und das zieht dir so deine Energie, Alter. Alter, Mann. Kann ich total verstehen. Ich sag vor, man macht Diät so, du bist im Arsch irgendwie und ich sag, jetzt komm Leon, Alter. Ja. Reiß dich mal zusammen, es gibt Gas, komm. Vielen. Das ist halt das Geiles. Das finde ich bei ihm immer so. Das fand ich immer so beeindruckend. Die Rückenmitte, die immer so krass ausgearbeitet war, wenn da nichts mehr dran ist. Wenn irgendwann nichts mehr dran ist. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, da muss jetzt erstmal nichts mehr ran. Das ist. Das Lustige bei dir ist, du bräuchtest so theoretisch 4 Wochen eine Diät und könntest eigentlich schon auf die Bühne. Aber deine Ansprüche natürlich. Und Schwergewicht halt. Das Gewichtslimit ist halt ein anderes. Versuche in der Negativen ein bisschen länger dann zu halten. So. Lass dich hier vorziehen, wo du richtig merkst, hier zieht's. Und jetzt dann. Genau. Oh, schade. Krank. Ja, lass gut sein, da kommt noch was drin. ich glaube, das ist meine Lieblingsübung hier. Warte mal. Und die sieht auch interessant aus. Für den unteren Latt oder? Dann setz dich mal nur ganz kurz in die, zieh 2 Mal und sag dann.
Ja. Wie sitze ich so? So ein bisschen nach vorne. So? Die Füße da ein bisschen nach hinten. So? Ja, und die Brust raus. Die ist auch nicht schlecht, gell? Alter. Anders? Ja, die Aber zieht halt krass. dann mehr hier so. Ja, die ja, ja, Seite, genau. gell? Wo zieht die rein? Oh, ja, Mann. Hier. Aber Ich kann auf jeden Fall. mein absolutes Highlight, das zeige ich Ich kann dir auf jeden noch. Fall sagen, du hast dir schon Gedanken gemacht bei der Geräteauswahl. Ja, da lassen wir nichts anbrennen. Krass. Auch eine Rarität von Flex tatsächlich. Die war nicht einfach zu kriegen, aber wir haben sie. Ja. Komm, komm. Schön. Komm. Komm, Jetzt spürst du dann, was ich meine. Oh ja. Aber jetzt kommt das richtig zu tragen. Jetzt merkst du die Dehnung hier. Sehr schön. Auf. Ja. Den. Jetzt. Ja, genau. Sehr gut. Dehnen. Jawohl. Und dann richtig wegziehen. Ja, genau. Super. Komm. Geht noch was, Leon. Auf. Zug. Ja. Komm. 2 Stück noch. Komm. Und die letzte. Dehnen. Jawohl. Geil. Ach, interessant. Okay. Jetzt machen wir die Dehnung noch asozialer. Jetzt wird's richtig böse. Ja, aber hier wird es dafür umso geiler. Also du verarschst dich selber und suggerierst deinem Rücken sozusagen, das wird jetzt chilliger, aber wird's nicht. Wir shruggen jetzt am Ende aber auch, okay? Ja, okay. Also jetzt alles rausholen. Okay, let's go. Du auch. 2, ja! Auf, komm. Oh. Komm, genießen. Jawohl, jede Wiederholung zählt. Genau. So ist gut, Alter. Schön. Komm für den Fleischerrücken. Ja, komm. Jetzt macht Spaß, komm. Jetzt wird's gut. Komm. Auf geht's. Jawohl. Genauso wie ich 300 Kilo Ruder. Auf geht's. Sieht bei mir dann auch nicht anders aus. Geil. Ey, du hast das Shirt schon zur Hälfte durchgenässt. Das gibt mir auch Mühe. Auf, Junge. Hey, man darf aber auch nicht vergessen, dass heute der bisher heißeste Tag im Jahr ist, ne? Das Jahr ist noch nicht alt, aber 115 Kilo, Junge. 115 Kilo? Was ist mit 115 Kilo? Ist drauf. Ach so. Ach so. Mhm. Du, Markus, Das ist jetzt nicht so viel. im alten Griechenland, ja? Scheiße, ich krieg's nicht hin. Fuck it. Tuesday. Junge, Tuesday, ich wollte gerade sagen. Tuesday. Auf, 1. Ja, jetzt. 2. Ja. Okay. Sehr gut, bis ganz vorne durch hier. Ja. Kurz bevor es aufglitscht, wieder umkehren. Ja. Junge, es bläst sich auf. Sehr gut. Komm, Hälfte haben wir. 7, komm.
8, auf, bleib genauso in dem Tempo. 9, ja, langsam. 10, 2 Stück noch und dann schlagen. Komm, den, jawohl. Komm, auf, eine noch, komm. Zug, ich bin da. Schlag. Komm, 5 Stück. Auf. Komm, 3. Auf. Die Hände gehen auf. In die Zughilfen, verdammt. Tuesday. Das finde ich ist die krasseste Rudermaschine, die es auf der Welt gibt. Das ist mal jetzt eine Ansage. Der Hersteller macht irgendwie 4 Maschinen oder so. Und alle 4 sind richtig krank. Aber da muss man so seine Technik finden. Genau, hebst dich da mit dem einen so drüber. Genau, die Schulter hier ist unten. Und jetzt ziehst du am Körper nach hinten und löst mit dem Latt. Und ziehst, oh Alter. Das krampft ja richtig zusammen hier. Ja, kommt gut. Hier nach vorne. Weißt du? So. Und jetzt zurück. Bam. Da kriegt man so einen fetten unteren Lattansatz von der Übung. Da muss man halt voll laden lassen. Oh, rechts fühle ich immer ein bisschen besser. Ja. Komischerweise. Ja, ist ja Präferenz, eine Seite ist. Hast du das auch? Ja, ja. Ich spüre rechts auch besser, deswegen fange ich mit links an. Ich kann auch rechts einfacher die Wiederholung matchen. Du hast jetzt einfach alle Scheiben auf eine Seite gemacht. Ja, ich ziehe die Scheiße jetzt auch weg, Junge. Also ich meine, ich habe die 3 Scheiben davor schon gut gefühlt. Junge, ich bin hier mit dem stärksten Mann Deutschlands im Gym. Ich will mich ja nicht blamieren, Alter. Aber vielleicht willst du den stärksten Mann Deutschlands blamieren. Nee. Ja, da muss ich früher aufstehen. Du bist so abartig stark, aber wir wiegen jetzt irgendwie das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Auf wie viel Wegen man so nach Rom kommen kann, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und ich meine, ich bin ja so der Hybrid, darf ich jetzt auch mal sagen. Schon Ich bin ja jetzt nicht ultra schwach, bin aber trotzdem massetechnisch an einem guten Punkt. Aber es gibt ja so Athleten, tatsächlich, wenn wir von Tuesday reden, also von Michael Criso, um jetzt alle noch abzuholen, der trainiert ja wirklich extrem leicht. Oder so ein Hassan Mustafa, mit dem habe ich in Kanada trainiert. Wir haben mit 60 Kilo Bankdrücken gemacht. 60? Und ich kenne keinen Mensch, der mehr Muskeln auf einem Frame hat wie den. Also den guckst du an und das sind einfach nur runde Muskeln überall. Ist noch krasser als bei William tatsächlich. Und das war schon heftig, oder? Ja, William sah sehr plastisch, 3D-mäßig gut aus von den Muskeln. Aber das ist crazy. Deswegen schon interessant so. Dann soll einer von den Online-Coaches das doch mal erklären, warum das so ist. Weil Du hast jetzt bestimmt was losgetreten, weil jetzt werden dir ganz viele Leute erklären können, warum das so ist. ja, nee, warum sieht der so krass aus und trainiert so leicht? Ja, das ist schon... Kann man nicht einfach sagen Genetik? Ich denke auch, ja. Aber es ist jetzt auch genetisch, dass du so stark bist. Ich meine, bei mir ist es ja genetisch, dass ich so Proportionen habe. Ich denke, alles ist Genetik. Ja. Auf geht's. Wunderbar. Sehr geil, komm. Schön. Und auf. Das war für mich auf jeden Fall schon ordentlich. Das wird aber auch vorne. Ich weiß nicht, ob es so vorbelastet ist von der Übung, aber vorne in der Dehnung zieht es dich da auch ins Nirvana. Gut oder? Schon gut. Geht halt schon gut rein. Ich muss jetzt die ganze Zeit an Michael Criso irgendwie denken.
Ans leichte Training oder an Tuesday? Nein, Tuesday. You live here in the U.S. or where do you live? Where do you live? In Tuesday. Das ist jetzt so im Kopf, Mann. Ja, aber ist gut. Das ist einfach Tuesday. Das geht ja auch ans Training ran. Einfach die gewisse Leere im Kopf und dann geht es schon. Stimmt. Ja, manchmal, weißt du, zerdenkt man sich alles. Ja. Deswegen ist er vielleicht so gut. Ja eben, der geht hin, denkt sich Tuesday, macht da 4 Übungen, A5 Sätze und geht nach Hause. Scheiße, Alter. Oh, ist das auch Genetik? Ja. Ich will Mama Chris noch nicht kennengelernt. Auf. Ja. Schön vor. Geh vor. Genau. Ja, hier hin. Ja. Sehr gut, komm. Auf. Jawohl. Geht. Ja. Sehr gut. Hier rein, komm. Runter, runter. Jawohl. Ja. Stark. Komm. Komm. Eieiei. Das ist einfach noch Querstreifen, Mann. Das sieht geil aus. Komm, halt jetzt mal. Ja. Alter, krass, Mann. Jetzt haben wir nochmal der Beinbeuger. So, aus 9 würde ich einfach gerne mal wissen, wie viel das jetzt an Umfang ist. 78. Ja? Mhm. Ich hätte auch so um die 78 tatsächlich geschätzt. Ja. Und 78 Umfang fettfrei, das ist eine Menge. Weil das kann man sich schwer vorstellen, wenn man das nicht in echt sieht. 78 Fett sieht schon massiv aus, aber stellt euch mal vor, an einem 78 cm Oberschenkel hängt nichts dran. Das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus, Alter. Also krass. Arnold hatte 74 tatsächlich. Wer? Arnold. Und Coleman 85 im Peak. Ist auch ordentlich. Aber du hast auch dicke Schenkel, Mann. Ich habe auch dicke Arme. Ja, 56 geht. Aber was hat JL bei dir gemessen? Da hat er 53,5 gemessen, aber da habe ich, hab ich 114 gewogen. So. Also ich habe jetzt ja nochmal 16 Kilo drauf. Ja. Und ich habe vor 4 Tagen, glaube ich, im Kalten gemessen. Was hast du gesagt, 56,5? Ne, ich bin sogar noch höher. Ich bin bei etwas über 57. So einen 60er Arm zu haben einmal wäre ein geiles Achievement. Ja. Das ist schon krank. Also ich war froh, wo ich die 53 erreicht habe. Da war ich richtig proud. So kannst du Männer glücklich machen. Auf. Komm, denen. Ja, genau, vor. Yes, da sind wir. Da sind wir zu Hause. Komm. Und hier meinen Finger zusammendrücken. Bam. Da wächst das jetzt. Jawohl, Alter. Komm. Ja, Zug. Auf. Ja. Auf. Jawohl, auf. Come on. Ja, aber weißt du, was mir gerade auffällt so? Ja. Würde dich sowas gar nicht motivieren, wenn du so eine Tafel hast, wie bei hier Pumping Iron, wo steht so und so viele Tage noch bis zum Mr. Olympia? Ja, ist tatsächlich schon in Arbeit. Ja. Alter, guck mal, ich hab's gewusst, Mann. Ja, wir denken gleich, Mann. Aber es ist so, da ich das Studio so clean und modern auch halten will,
wollte ich das eher als so digitales Ding, weißt du? Ja, ja. Ich habe auch an digital gedacht. Ja. Das finde ich ganz geil. Was ich aber auch, ich weiß nicht, ob ich hier eine Uhr drin haben will. Weißt du? Warum? Weil es irgendwie so... Ja, hier drin gibt es keine Zeit. So. Hier bist du fertig, wenn du fertig bist. So. Genau. Ich will hier nicht irgendwie mich von der Uhrzeit oder vor allem von der digitalen Uhr, wo dann auch so die Minuten dann stehen und ich sage, okay, die Satzpause habe ich jetzt so. Da kommst du in irgendeinen Film rein. Deswegen hier einfach zeitlos. Zeitlos trainieren. Manchmal, wenn ich so im Training bin, voll im Modus bin und meine Freundin mir dann so schreibt, wie lange machst du noch, das bringt mich voll raus. So, weißt du, so Kleinigkeiten. Ich habe halt den Nicht-Stören-Modus für mich entdeckt. Meine Freundin hat mir das erst vor 2 Wochen gezeigt und ich denke mir so, Alter, ist das geil. Revolutionär. So geil. Auf. Jawohl. Sehr gut. Jawohl, komm. Junge. Trainiert er gerade absichtlich so schön oder hat sich Herr Arcona weiterentwickelt? Was? Sehr gut. Geil. Gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Guck mal, ich habe heute gar nichts irgendwie so gemeckert oder verbessert. Stimmt. Ich weiß noch, als wir unser erstes Training Arme zusammen gemacht haben damals, da warst du noch voll im Explosiven drin. Ja. Weißt du, was ich meine? Und jetzt rupfst du nicht das Gewicht, sondern man sieht richtig, du ziehst das mit dem Latt raus. Ja. Warum? Weil du jetzt mehr Muskelaufbau haben willst und weniger Kraftentwicklung, oder ist es einfach so? Tuesday, ja. Also ohne Nachdenken. Ja, Tuesday ist der offizielle Insider für einfach ohne Nachdenken gemacht. Du kannst einfach alles umgehen. Ja. Ne? Wenn JL mal auf dich zukommt, einfach sagen Tuesday. Tuesday. Ich habe so vor, weil ich auch Locken habe, weißt du? Aber worum geht's hier? Über Friseur, Barber und so. Der männliche Beauty Talk. Es hat angefangen mit Sonnencreme, ist dann über kosmetische Behandlungen zu Haaren hingegangen. Aber ja, ich habe Leon gefragt, wo er seine Haare schneidet, aber... Sehr gut. Weißt du warum? Weil ich vorher zu Markus im Auto gesagt habe, du brauchst eigentlich immer in der Stadt, wo du hinziehst, so initial erstmal einen Barber. Weil der Barber, der kann dir das Leben erzählen, weißt du? Der kann dir sagen, wo sind die Hotspots, was sollst du meiden, wo sind die guten Lokale und so. Dementsprechend habe ich noch keinen hier in Heilbronn gefunden. Und ja, muss jetzt langsam... Warte mal, das heißt, du frisierst dir die Haare selbst? Ich frisiere die doch gar nicht, Alter. Deswegen sieht es ja auch so aus, wie es aussieht. Aber als du sie frisiert hast, hast du es selber gemacht? Habe ich immer selber gemacht, ja, Bart. Da hast du doch deinen Barber. Weißt du noch, als ich John einmal die Haare geschnitten habe? Ja, das sah echt gut Und aus. Finn? Das sah auch nicht schlecht aus. Bei 30.000 Likes schneidet Leon mit die Haare. Das würde ich sogar machen. Bei 30.000 Likes. Du hast es jetzt hier gesagt, ne? Mein lieber Freund. Bruder, frische Seiten von dir. Ich meine, wir haben noch 20 Wochen zum Olympia. Angenommen, du verkackst hart. Das reicht, das kommt immer noch hin. 10 Wochen vorher würde ich es nicht mal für 100.000 Likes machen. Okay? Ja. Ey, das Witzige ist, ich habe sogar eine professionelle Bart- und Haarschneidermaschine zu Hause von Wahl. Die hat so unterschiedliche, klar hat die unterschiedliche Aufsätze, aber die ist so richtig... Das ist so, wie du die aus den American so... Ist geil. Ja. Machst du dann auch immer den mit dem Handy drin, dann alle Beschäftigungen nebenher, noch das Kind wickeln, noch was kochen, nebenher ein paar Deals noch abschließen. Ja. So sind meine Barbers aus der Vergangenheit. Liebe Grüße an euch. Ja, nee, da muss ich noch hinkommen. Ja. Erst sobald ich dir die Haare geschnitten habe, darf ich mir das erlauben. Aber macht er nicht den Devin bei ihm, so einmal durch die Mitte. Make sure you don't cut your fingers while you're doing it. Yeah, it's good. I think that Krusty the Clown is yet to be popularized. Das würde ich zu gerne, ja, aber Dann machen wir den. Ja, da liegt schon was dagegen, glaube ich. ich sag mal so, meine Haare wachsen ja Gott sei Dank schnell. Also
Ich glaube, du wärst mehr angepisst, wenn ich dir durch die Haare gehe. Ja. Ja, das kann sein. Das ist wieder ein langer Weg. Ja, genau so. Wie machst du eigentlich speziell was für den Rückenstrecker? Nee, aber der ist fett, gell? Der kommt immer so richtig wie so eine Wulst raus, ey. Ja, sehr gut. Rücken haben wir durchgebolzt. Hat, finde ich, gut gepasst. Und jetzt machen wir noch 2 Übungen Arme, 2 Übungen Bizeps auf jeden Fall. Und schließen somit das Training ab. Auch eine coole Übung hier, ne? Ja, finde ich. Preacher Curls generell. Es kommt tatsächlich noch so eine Preacher Curl Bank. Und so lange machen wir einfach die Maschine hier. Aber ja, wichtig ist nur die verschiedenen Funktionen abzudecken und dann fährt man eigentlich gut. Findest du einzeln? Ein bisschen besser. Ja. Ja, kann ich mich ein bisschen besser konzentrieren auf den Arm. Ich finde halt oben im letzten Drittel ist so ein bisschen leichter dann. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Und das nervt mich dann. Ja, fast der volle Steak hier. So zum Abschluss noch, weißt du? Aber nicht einarmig, Digga. Nee? Du hast vergessen, dass ich der stärkste Mann Deutschlands bin. Wahnsinnig, Digga. Aber wenn du das schaffst, Ja? Dann? dann ist es. Dann schreibe ich hier Arcona Bizeps Curl hin, okay? Okay. Brother, you forget I'm former arm wrestler. Tuesday. This is my... Tuesday. Digga, komm mal hier. Ja, aber Alter, das ist schon hart, Mann. Komm, Alter. Das ist Pinpalle, Mann. Was? Ich war ja dabei, als du, wie viel, 60er? 60er, probiert, ja. Das ist doch schon übel, aber hier kannst du halt nicht so krass mit Schwung arbeiten, oder? Tuesday. Ja, okay, es ist die Arcona Bizeps Maschine. Ja, krass. Das ist schon ordentlich. Ja gut, du hast ja auch eine Entzündung im Bizeps, glaube ich, ne? Ja, links. Wenn ihr einen 60er Arm haben wollt, dann macht es so. Seht ihr mal, wie das bei Classic Physik-Athleten aussieht. Kalaschinski. Ist es jetzt die Urs und Arcona Bizeps Curl Maschine oder? Digga, die ist schon leichter irgendwie. Das ist so. Ja, siehst du, Alter. Ist nicht so schwer. Links kann ich es leider nicht machen. Guck mal, wie ein junger Gott, Alter. Liegt doch wie geschmiert. Auch nicht schlecht, ja. Aber Hättest du einfach jetzt nicht machen müssen und mir so das lassen können. nee, ich wollte es mal. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, jetzt seht ihr mal, wie ein Classic Physik-Athlet das bewegt. Aber Ja, du hättest schon auch Kraft, du musst dich nur mal trauen. Ohne Scheiß, du bist schon echt stark. Scheiß Ja, mal aber auf die Bühne, Mann. Nee, Geh Mann. ins Powerlifting. Alter.
Passt, oder? Passt. Gutes Training. Gut Job. Danke, dass ich hier in deiner Casa mal sein durfte. Gerne. Wie gesagt, immer wieder gern. Auch off-camera. Es muss hier ein guter Vibe drin herrschen. Deswegen, irgendwann mache ich mal so ein, tue ich irgendwie, ich weiß nicht, ob Shirts sind von Aesthetic Atelier oder in irgendeiner ESN-Dose drin, will ich auch so 3, 4 goldene Gutscheine machen. So ein einziges Mal, dass so auch Leute herkommen können. Ja, das wäre für die Leute auf jeden Fall ein Highlight. Das wäre geil, ja. Aber ja, nee. Ich habe gehört, du lädst noch zur Post-Workout-Mahlzeit ein. Genau. Ich habe sturmfreie Bude. Großer Liedchen? Die ist nach Berlin tatsächlich. Okay, lass uns die bestellen. Ja, wer ist dabei? Ich würde sagen, die sind schon bestellt. Ey, hast du eine Wechselhose? Digga, das ist jetzt nicht dein Ernst. Klitschnass, Alter. Aber du hast ein schönes V hinten reingeschwitzt. Ja? Also ein umgedrehtes. Was sagst du denn hier zu der Bude? Das ist voll schön, geräumig, hell. Also du kommst halt rein und es gibt einen guten Vibe und das ist immer, finde ich, wichtig bei einer Wohnung. Wenn du irgendwo reinkommst und dich das schon so erdrückt, dann ist es, dann bist du da nicht so gerne. Aber hier ist schön. Also meine Freundin hat für mich was Gutes vorbereitet. Bei mir gibt es Reis, Hähnchen und wir haben gerade so über Gemüse geredet. Ich habe für mich Sellerie, liebe Grüße Stefan, hallo an dich, Sellerie tatsächlich sehr entdeckt. Aber ist es auch Staudensellerie? Was ist denn Staudensellerie? Was ist der Unterschied zwischen Staude und Nicht-Staude? Weiß nicht, Stefan sagt explizit immer Staudensellerie. Stimmt, ja. Staudensellerie. Keine Ahnung, auf jeden Fall einfach Sellerie. Ist aber gestern ausverkauft gewesen, deswegen heute Porree. Daraufhin hat er gesagt, oh, Porree habe ich auch immer gerne gegessen. Aber auch genau an der Tonlage. Du hast Porree gegessen? Ja, ich habe mir früher mal, als ich noch in der Sportschule war, habe ich einen Wok gemacht. Mit Huhn. Das waren die 400 Gramm geschnitzeltes von Kaufland immer. Die habe ich dann immer direkt so rein. In dem Sud habe ich dann Porree, Zucchini, Paprika. Was war da noch drin? Lauchzwiebeln angebraten, mit ein bisschen Sojasauce abgelöscht. Und Das klingt genau nach meinem Essen. Ja. Ich schwör's dir. Ja. Das würde ich jetzt genau so machen. Ja, aber das ist dann einfach roh oder was? Roh und mit ein bisschen Magerquark zum Beispiel oder Frischkäse. Das ist voll geil, Alter. Roh. Rohgang. Bei dir gibt es Reispudding mit Ja. Schokoway, Ja. Blaubeeren und 99%iger Schokolade. Vielen Dank. Bon Appetit. Scheiß Blumenstraße. Mensch, hat Alicia so mit Also Liebe ich besorgt. finde doch hier, aber was soll denn das hier? Das ist ja mir heute Morgen hier schon auf den Nerv gegangen. Was für ein Haustier siehst du bei Urs? Hund? Wirklich ein Hund? So ein Chihuahua. Boah, nee. Nein, Mann, macht Spaß. Warte mal. Guck mal, ihr fragt mich das so, als ob ihr auf was Bestimmtes hinaus wollt, aber... Ja, es hat den Hintergrund, dass Also wir... definitiv sage ich, keine Katze. Nicht? Nee. Ich bin schon Katzentyp. Echt, ja? Unter anderem, ja. Wir waren gestern im Köllitz so. Ja, das ist hier eine Tierhandlung. Da haben wir uns mal umgeguckt. Und habt ihr euch in eine Katze verliebt? Nee. Am schlimmsten ja auch noch so eine Perserkatze, Alter. Oder findest du die gut? Die so richtig hart. Ja. So eine Nacktkatze wäre geil. Ah, das ist schon wieder was anderes, denn. Ja, unsere Katze ist, die lebt jetzt nicht mehr bei uns. Wegen dir. Rausgekickt. Eine Etage höher. Aber dafür haben wir einen Hund. Hast du einen Hund? English Pointer ist ein Jagdhund. Da brauchst du aber viel Auslauf, oder? Ach nee. Der, also. Maja macht das schon. Ich wollte gerade sagen, Digga, was Nimm machst das du raus, jetzt in dem Alter. Fall? Angenommen, du würdest dir jetzt ein Haustier zulegen. Ohne mit der Freundin geredet zu haben oder sonst was. Also nur, worauf du selber Bock hättest jetzt. Was wär's? Hund. Was für einer? So ein Bully-Mix vielleicht so. Ja, Ja, ich mag. Oder, Stafford-mäßig. ja, zum Beispiel, oder was ich auch richtig gerne mag, sind so tatsächlich Rottweiler.
Ja, schöne Hunde halt, ne? Auch schön. Aber ich mag auch Schäferhunde. Aber sehr, sehr... Nennt ja gerade die Hunde mit am meisten Auslauf. Ja, genau da wollte ich auch hinaus. Es sind halt aber trotzdem Hunde, die brauchen extrem viel Beschäftigung. Also nicht nur körperlich, auch geistig. Aber ja, irgendwie sowas, ne? Nur keine Katze. Voll der Katzenheld. Was ist denn bei dir? Ja, irgendwas, wo ich keine so hohe Verantwortung habe, sag ich mal, wie jetzt bei dem Hund oder einer Katze. Eine Schildkröte. Ja, haben wir auch gedacht, aber der Faktor Kuscheln, Streicheln muss halt schon noch da sein. Liebe schenken und Liebe kriegen. Weißt du? So ein Leguan. Auch geil, hat ein Kollege von mir. Aber die haben so eine ganz raue Haut. Also die Haut muss schon ein bisschen weicher sein, meinst du? Zum Kuscheln. Es braucht ein Fell oder so. So eine Schlange. Aber ey, mal eine Frage, jetzt ernsthaft. Wenn ihr dann so viel reist und unterwegs seid, was denn? Das habe ich mir halt auch gefragt. Es müsste halt wie gesagt so ein Tier sein mit so einer Verantwortung. Nicht wie bei einem Hund oder so, wo emotional so... Bro, welches Tier soll sich alleine versorgen? Nein, ich meine, ich kann es ja zu meinen Eltern bringen und so. Ist ja kein Problem, die ist ja nicht weit von hier. Also wir kommen nicht von der Schildkröte weg. Aber die sind tatsächlich sehr pflegeintensiv, haben wir rausgefunden. Echt? Ja. Machst du jeden Tag Mehlplatt, aber... Ja, ja. Also nicht du, Genau. dazu sagen, aber... Ja. Ja, jeden Tag. Bis auf einen Tag. Da mache ich nicht. Das ist der Mogeltag. Tuesday. Tuesday we eat. Ich habe mir mal ein Full Day of Eating von dem angeguckt. Auch total monoton. Einfach 120 Gramm Ris. 120 Gramm. Mach doch mal was mit dem Mann. Ja, aber ich brauche einen Dolmetscher oder was? Wie wollen wir Nein, das? Mann. Wie wollen wir das machen? Keine Ahnung, kommunizieren Sie mit den Händen und so. Das Ja, geht schon. nee, mit Vokalen. Und dann fährst du in die Slowakei. Ne, wo wohnt der Slowakei, ne? Prag. Irgendwo. Ach, Prag. Ja, das ist doch nebenan. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Training with Tuesday. Hashtag Training with Tuesday. Aber. Ich dachte, der ist Pole. Nee, der ist Slowake, ne? Ach, will ich ja mit dem reden. Ja, Aber, deswegen wundere ich mich gerade. aber ich will für nichts garantieren. Also, wie das Video am Ende wird, das kann ich euch nicht versprechen. Ja, abschließende Worte. Es war nice. Es war ein geiler Tag heute. Nicht nur das Wetter hat auch mitgespielt, sondern auch das Rednerpartner. Achso. Es hat nicht nur das Wetter mitgespielt, sondern auch bisher war es ein geiler Tag mit einem guten Trainingsbuddy. Ja, hier, um es mal abzuschließen, will ich meinem Sponsor Big Zone auch danken für... Also, wir haben das früher mal so gemacht. Ich trainiere schon immer brutal. Ich trainiere immer oldschool. Nee, Roman ist ganz anders. Ja, mach mal. Roman ist... Mein Trainer hat gesagt, Das ist gut, Alter. trink 24 Stunden nix. Ey, der ist gut, Alter. Scheiße. Aber der Kiefer, Mann, der Kiefer fehlt doch. Ich habe einfach 48 Stunden nichts getrunken. Scheiße, der kommt mit. Ich habe 7 Liter Eis gegessen. War jede halbe Stunde bei McDonald's. Wer bin ich jetzt? Weißt schon, vor 20 Jahren hat der Ronny, als ich ihn vorbereitet habe für die New York Pro. Ja. Und dann macht er Aber den mag ich. ja, der ist cool. Der ist cool, Alter. Das ist voll geil. Aber ich hätte noch einen vielleicht. Ja, hau raus. Ja, Alter, was bist denn du für ein Vogel, Matze, Alter? Ich bin jetzt den scheiß Berg hochgekrabbelt, Alter. Ich wusste gar nicht, was abgeht, Alter. Ja, Steve. Ja. Ey, so eine Scheiße hier, Mann, so eine Scheiße, verdammt. Ja. Mann, hier du. Ja. Mensch, hier du. Hier du, der Leonidas hier. Hat den Bizeps am Start, Mann. Das ist ja ein richtiger Prachtkerl, ne? Hier du, was ist denn das hier, du hier? Für Miss Olympia oder Ja. was hier, du hier, Mensch?
Ja, du hast ja richtig Specktippen, Alter.